Und jetzt ein Porträt des israelischen Animationsfilmers Gil Alkabetz, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Zu seinen bekanntesten Animationen gehören die Zeichentrickszenen aus Tom Tykwer Film Lola rennt. Jens Schillmüller besuchte den Filmemacher in seinem Studio und sah ihm bei der Arbeit zu. Das Sweet Home Studio im Stuttgarter Westen. Hier entstehen freie und kommerzielle Animationsfilme des Trickfilmregisseurs Gil Alkabetz. Das ist das Sweet Home Studio. Das ist Julia, die an der Postproduktion unseres neuen Projektes arbeitet. Das ist das ganze Studio. Hier findet das Leben eines Animationsfilmers statt. In dieser Ecke. Die Animationssequenz für den Film Lola rennt entwirft Gil 1997. Seine charmanten Skizzen von Franka Potente sind die Grundlage für die Animationsarbeit. Das sind Bilder von Franka Potente, die allerersten Entwürfe. Das sind Zeichnungen von der Titelsequenz, in der Lola durch einen Tunnel rast. Später im Film rennt sie dann durchs Treppenhaus. Ich habe mit dem Zeichnen zeitgleich mit den Dreharbeiten begonnen und war auch erst fertig, als die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Also haben die den ganzen Spielfilm gedreht, während ich diese 2 Minuten produziert habe. Es hat ungefähr gleich lange gedauert. Mit Swamp, Sumpf, der 1991 in Israel entstand, schuf Alkabetz eine humorvolle Allegorie auf die Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israelis. Eigentlich denke ich nicht politisch. Also ich versuche nicht, in meinen Filmen grundsätzlich politisch zu sein. Meistens habe ich einfach eine Idee, die mich interessiert und die ich dann weiterentwickle. Aber natürlich kommt jede Idee immer aus der eigenen Welt. Und wenn man in Israel lebt, lebt man immer im Zustand eines Konflikts. Und so kommen die Ideen auf einen zu. Die Idee für einen Film entsteht so, aber es ist nie eine bewusste Entscheidung, dass ich etwas sagen oder erklären möchte. A wolf, a sheep, and a cabbage need to cross the river. How can you bring them across, one by one, without the sheep eating the cabbage, nor the wolf eating the sheep? Diesen Film habe ich während der Friedensverhandlungen im Mittleren Osten, dem sogenannten Oslo-Vertrag, gemacht. Ich wollte eine Parallele zeigen, wie man einen Konflikt mit mehr als 2 Parteien zu lösen versucht und dass man diese Probleme nicht mit Logik lösen kann. Gils neuester Film Mourir d'Amour wurde im April auf dem renommierten Stuttgarter Trickfilmfestival gezeigt. Dort lief er mit 35 anderen Filmen im internationalen Wettbewerb. Der vielfach ausgezeichnete Film konnte auch in Stuttgart das Publikum überzeugen. Glückwunsch zu diesem wunderbaren Film.
Ich bin immer wieder überrascht, dass die Leute alles verstehen und an den richtigen Stellen lachen. Man versucht sich natürlich manchmal das Publikum vorzustellen, während man an einem Film arbeitet. Aber es ist so abstrakt. Man zeichnet so viele Bilder, dass man irgendwann sogar vergisst, dass es ein Film ist. Und am Ende ist man überrascht, dass es doch ein Film ist, dass es eine Geschichte gibt, dass Gefühle darin sind, auf die das Publikum auch reagiert. Das ist wirklich immer wieder eine Überraschung.